Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um die Ideallinie in Hockenheim. Ganz wichtig, ich erzähle euch hier jetzt was aus der Sicht von einem Hobbyfahrer. Das dient zur Orientierung für Hobbyfahrer, ist nicht unbedingt für absolute Anfänger geeignet. Hier kann ich euch schwer ans Herz legen, bei eurem Rennveranstalter des Vertrauens mal ein Instruktortraining zu buchen und die Strecke darüber kennenzulernen. Oder genauso wenig geeignet für absolute Vollprofis, aber die wissen sowieso selbst, was sie machen, wie sie die Ideallinie finden. Aber aus dem Hobbybereich und für uns Hobbyfahrer dient das ganz gut als Orientierungspunkte, um die Strecke besser zu fahren. Ganz wichtig, schnell ist, wer sich wohlfühlt und in seinem Flow fährt. Nicht, wer mit dem Messer zwischen den Zähnen und der Brechstange auf volles Risiko rumballert, extrem spät bremst und ultra hart ans Gas geht, nur noch das Weiße im Augen hat vor Adrenalin und damit sich und andere Fahrer gefährdet. Ganz wichtig, lieber ein bisschen rausnehmen und dafür eine saubere Linie fahren und so langsam sein Limit weiter nach vorne stecken. Nur so werdet ihr auch wirklich schneller und so lernt ihr am Ende auch was dabei. Gut, dann gehen wir rein. Wir biegen ein auf Start-Ziel, wo wir natürlich Vollgas durchbeschleunigen und haben dann hier unseren ersten Orientierungspunkt für die Bremse. Wir fahren die erste Rechtskurve nach der Start-Zielgeraden am linken Rand an und bremsen kurz vor dem 150-Meter-Schild, also auch gut zur Orientierung kurz nach dem Hockenheim-Schild rechts und schalten runter in den dritten Gang, um die Motorbremse zu nutzen. Wir lenken ein am Ende der linken Curbs und setzen unseren Blick nach innen Richtung Scheitelpunkt an die Kante von den rechten inneren Curbs. Hier lassen wir ca. 30 cm Platz zu den Curbs, weil hier eine kleine Bodenwelle ist, und umfahren diese entsprechend. Sobald wir hier am Scheitelpunkt dran sind, setzen wir unseren Blick wieder Richtung Kurvenausgang, nehmen den Schwung mit und beschleunigen raus. Heißt, hier gehen wir dann wieder voll ans Gas und beschleunigen komplett durch Richtung Ameisenkurve. Und hier haben wir dann unseren nächsten Bremspunkt. Der ist circa bei diesem Werbegitter, dieser Gitterbrücke, eventuell kurz danach, und wir schalten wieder runter in den zweiten Gang, um hier auch wieder die Motorbremse zu nutzen. Rollen wieder am linken Rand der Strecke an und orientieren uns als Einlenkpunkt ungefähr hier beim 50-Meter-Schild. Wichtig ist aber, dass wir uns die Zeit nehmen und lieber hier in der ersten Rechtskurve investieren, weil der Ausgang auf die zweite links raus auf die Parabolika wesentlich wichtiger ist. Wir lenken langsam ein, hinterschneiden die Kurve leicht und sind am Scheitelpunkt am Ende von der orangenen Wurst hier beim blauen Curb. Danach halten wir uns aber rechts orientiert, um auszuholen für die nächste links. Heißt, wir bleiben hier nah an dem grünen Feld. Wir müssen nicht komplett raus auf das Grün fahren, aber in der Nähe von der weißen Linie am grünen Feld bleiben wir dran. Machen hier dann einen Short Shift in den dritten Gang, um leichter auf links umlegen zu können. Und fangen dann schon an raus zu beschleunigen, indem wir links an den Curb rangehen, Gas anlegen und raus auf die Parabolika feuern. Hier macht die Strecke sehr weit auf und der ganze Platz sollte definitiv ausgenutzt werden, um auch wieder möglichst viel Schwung und Geschwindigkeit mitzunehmen. Weil jetzt kommt die lange Parabolika, wo man die meiste Zeit gut macht. Die Parabolika fahren wir natürlich Vollgas durch, drehen die Gänge voll aus, schalten hoch bis in den sechsten Gang und hängen uns hier leicht neben das Motorrad. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit fahren wir hier kein Hanging-Off mehr, aber um den Knick in der Mitte der Parabolika nah am Curb Vollgas durchfahren zu können, müssen wir hier unter Zug mit leichten Lenkimpulsen zu arbeiten, um uns links halten zu können. Wir lassen uns dann Ende der Parabolika bis circa Mitte der Strecke raustreiben, auf keinen Fall weiter nach rechts kommen und orientieren uns dann wieder Richtung Bremsphase. Bremspunkt für die Spitzkehre kommt nach diesem Werbegitter hier. Ich persönlich orientiere mich da eher an Anfang der rechten Curbs, kurz bevor der orangene Betonpfeiler rechts
auftaucht. Heißt, wir richten das Motorrad auf, schalten schnellstmöglich alle Gänge runter, um wieder die Motorbremse zu nutzen bis in den zweiten Gang. Viele schalten hier sogar runter bis in den ersten Gang, um die Spitzkehre dann zu durchfahren. Ich selber nutze hier lieber den zweiten Gang, weil ich ungern unter Null schalte. Beim Anbremsen orientieren wir uns wieder auf den linken Streckenrand. Der Einlenkpunkt, auch hier, ist wieder relativ spät, kurz vorm Ende der linken Curbs. Unser Scheitelpunkt ist relativ mittig am Curb, so am Übergang von dem weißen zum blauen Curb. Wir lassen durchrollen, stellen dann das Motorrad wieder auf und beschleunigen hart raus, wo wir uns nach links raustreiben lassen. Hier ist Achtung angesagt, weil das Motorrad sehr, sehr starke Wheelie-Neigung hat, vor allem wenn man sich dazu entscheidet, den ersten Gang zu nutzen. Wir beschleunigen wieder Vollgas durch, halten uns komplett links und schalten bis in den vierten Gang hoch, weil jetzt der erste schnelle Rechtsknick kommt. Der Rechtsknick ist sehr ähnlich wie die Einfahrt ins spätere Motodrom, allerdings ist der hier wesentlich schneller zu fahren, weil die Kurve danach weiter aufmacht. Am Anfang der linken Curbs lupfen wir kurz das Gas, um Druck aufs Vorderrad zu bringen und besser einlenken zu können, bremsen aber auf keinen Fall, bleiben weiter im vierten Gang, rollen rein nah an den rechten Curb und ab Scheitelpunkt stellen wir das Motorrad auf und geben nochmal kräftig Gas, da die Strecke weit aufmacht und wir uns bis an die linken Curbs raustreiben lassen können. Der Bremspunkt liegt dann relativ mittig von der Strecke und wir lassen uns dabei nach rechts an die Curbs raustreiben lassen, schalten wieder in den zweiten Gang runter und setzen uns um uns bereit zu machen für die nächste Linkskurve. Einlenkpunkt für die Mercedes-Kurve ist ungefähr am Ende der länglichen Regenrinne in den rechten Curbs, wie wir sie hier sehen, nehmen uns aber trotzdem wieder die Zeit, nicht zu früh einzuknicken und hinterschneiden die Kurve schön, setzen den Scheitelpunkt circa beim Übergang vom weißen zum blauen inneren Curb und bremsen tief bis in die Kurve rein. Mit steigender Schräglage öffnen wir natürlich langsam die Bremse und ab Scheitelpunkt lassen wir die Bremse komplett aus, um wieder Gas anzulegen. Dabei halten wir uns weiter links und lassen es maximal bis zur Mitte der Strecke raustreiben. Zur Orientierung, wir lassen die schwarzen Teerflecken hier auf der rechten Seite rechts liegen, überfahren die nicht und können dann die linken Curbs mitnehmen, leicht überfahren, um einen guten Winkel für die lange rechts zu schaffen. Hierbei hilft es wieder von 2 auf 3 Short zu shiften, damit wir dann im dritten Gang die lange rechts rausfeuern können. Orientierungspunkt für einen guten Ausgang auf die schnelle rechts hier ist der Rettungsweg rechts hinter den Curbs, wie wir hier sehen. Das heißt, nah an den Curbs sein, um dann das Motorrad aufzurichten, von sich wegzudrücken und voll ans Gas gehen zu können, weil die Strecke hier wieder sehr breit wird und wir die komplette Breite ausnutzen können. Beim Rausbeschleunigen lassen wir uns an den linken Streckenrand tragen und fahren je nach Übersetzung entweder den dritten Gang voll aus oder können dann eventuell noch kurz in den dritten Gang schalten. Die Bremsphase beginnt hier wieder kurz nach der Werbebrücke, eher bei der orangenen Betonmauer links. Und wir schalten wieder runter in den dritten Gang, falls wir den vierten gewählt haben. Wir bremsen leicht an, nicht zu hart, um viel Schwung mit ins Motodrom zu nehmen. Einlenkpunkt für ins Motodrom ist hier, wo die 2 weißen Linien auf der linken Seite zu sehen sind und die schmalere äußere Linie endet. Hier müssen wir definitiv mutig sein, weil der Kurvenausgang nicht ersichtlich ist, setzen aber den Scheitelpunkt sehr spät am Ende der weiß-blauen rechten Curbs, eher am Übergang zum Grün, um dann das Motorrad gerade Richtung Kurvenausgang zeigen zu lassen und voll rausbeschleunigen zu können. Hier wieder an die linken Curbs raustreiben lassen und den nächsten Bremspunkt circa beim 100-Meter-Schild auf der rechten Seite setzen, um dann auf der Bremse wieder nach rechts rauszutreiben. Wir schalten den zweiten Gang runter, um zusätzlich wieder Motorbremse zu haben und bereiten uns dann hier mit Umsätzen nach links auf die Sachskurve vor. Bei der Sachskurve gibt es viele verschiedene Linien, manche fahren die spitzer, manche fahren die weiter. Da die Kurve sehr abfällig ist, kann man hier viel Geschwindigkeit mit reinnehmen. Ich selbst fahre die Kurve etwas weiter an und lenke ungefähr hier bei dieser Asphaltnaht langsam ein. Hier im Kurveninneren gibt es seit
diesem oder seit letztem Jahr ungefähr Löcher für die Sprinkleranlage. Die können wir als Hilfslinie benutzen, um uns rechts davon zu orientieren und nach innen zu den Curbs zuzuziehen. Den Scheitelpunkt setze ich persönlich wieder relativ spät, um dann wieder besser rausbeschleunigen zu können und wieder nach rechts raustreiben zu lassen. Je nach Übersetzung bleibe ich hier im zweiten Gang. Manche machen hier an der Stelle jetzt den Short Shift in den dritten Gang, um die nächste Sektion im dritten Gang zu fahren. Ich persönlich bleibe im zweiten Gang, richte das Motorrad hier nochmal leicht auf und lege nochmal Gas an, um dann wieder etwas später links an den Curb ranzukommen und die Kurve in einem Flow durchzufahren. Hier ist es wichtig, dass wir eine gerade Linie bilden, das heißt die nächste rechts quasi als gerade durchfahren können und uns mit dem Umsetzen auf rechts dann nochmal vorbereiten können, um Schwung mitzunehmen in die letzte Doppelrechts, bevor es wieder auf Startziel geht. Hier lassen wir uns maximal bis ca. 2/3 der Strecke raustreiben, bremsen nur kurz an, um dann in die Doppelrechts einzubiegen und setzen den Scheitelpunkt wieder spät, circa beim drittletzten blau-weißen Curb. In dem blauen Curb ist ein Gullideckel, den können wir als Orientierungspunkt dafür nehmen. Wir legen nochmal sanft das Gas an, hier nicht zu ruppig ans Gas gehen, lassen uns nochmal nach außen treiben, bleiben im zweiten Gang oder im dritten, je nach Übersetzung, und setzen unseren Blickpunkt am linken Curb kurz vor der weißen Querlinie. Direkt nach der weißen Querlinie ist wieder eine Asphaltnaht und das ist unser Einlenkpunkt für die letzte rechts, bevor es wieder auf Startziel geht. Wir lenken wieder nicht zu früh und zu hart ein. Wir investieren wieder lieber etwas länger und warten dann entsprechend für einen besseren Ausgang. Den Scheitelpunkt setzen wir ungefähr am Ende des rechten Curbs, so beim drittletzten weißen Feld. Ab hier kann man dann wieder voll durchbeschleunigen, sich nach links raustragen lassen, sodass wir circa am Ende der linken Curbs außen ankommen und können Vollgas die Gänge ausdrehen auf Startziel. Damit sind wir durch. Dann haben wir eine Runde Hockenheim geschafft. Wie gesagt, lieber ein bisschen gemütlicher fahren, als mit dem Messer zwischen den Zähnen und auf eine gute Linienwahl achten. Ich weiß, auch meine in dem Video ist nicht 100% perfekt. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ihr seht jetzt nochmal die komplette Runde ohne Unterbrechung, mit purem Sound. Genießt die Runde. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert das Video, sagt es gerne weiter, das wird uns helfen, um mehr Reichweite zu bekommen. Und vergesst nicht, mit dem Code Hobby-Racer bekommt ihr 5% Rabatt bei Renngrip bei eurer nächsten Bestellung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.